Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Diesmal geht es ja um Filter, hatte ich ja schon angekündigt. Und die Filtereinstellungen sind ja komplett neu bei der Version 8.20. Und daher wollte ich da ein Video zu machen. Und hier ist es. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal angucken, weil es hat sich echt viel geändert und einiges ist nicht so unbedingt selbsterklärend. Und daher ist es, denke ich, ganz gut, wenn wir mal darüber reden. Also zuerst, wo findet man das? Internet und dann Filter. Und da gibt es diese Karteikartenreiter, Kindersicherung, Tickets für Onlinezeit, Priorisierung und Listen. Ich finde den Punkt Priorisierung ist irgendwie unglücklich hier. Ich hätte den nicht hier unter Filter gepackt, sondern ich hätte hier vielleicht bei Internet einen eigenen Punkt Priorisierung gemacht, weil der aus meiner Sicht irgendwie gar nicht dazugehört. Also hier geht es ja gar nicht mehr um Filter, also hier drin. Hier werden ja Echtzeitanwendungen ausgesucht, priorisierte Anwendungen und Hintergrundanwendungen. Natürlich kann man sagen, die werden da irgendwie gefiltert, aber eigentlich passiert da ja was anderes. Hier werden ja Bandbreiten zugeordnet. Das hat ja mit Filtern in dem Sinne nichts zu tun. Deshalb finde ich, irgendwie ist es unglücklich. Das war halt früher da drin und deshalb haben sie es wohl da gelassen, aber da sie ja sowieso alles umsortiert haben, na gut, hätten wir es auch aufräumen können. So, also alles geht über Kindersicherung. Kindersicherung ist das eigentliche Filtern in der Fritzbox. Das muss man auch erstmal verstehen, weil Kindersicherung würde ich auch irgendwie anders interpretieren, dass man, naja gut, dass man nicht irgendwelche Knöpfe drücken kann oder so, das ist für mich eine Kindersicherung, aber gut, die meinen damit eben Internetseiten und Geräte, die man sperren kann und das hat nichts mit Jugendschutz zu tun oder so oder nur ganz im weiteren Sinne, sondern man kann da eben bestimmte Seiten auswählen, zulassen oder eben nicht zulassen. Also ganz egal, ja, von Kindern jetzt. Ne? Ich kann auch meinem Kühlschrank erlauben, dass er nur auf die Homepage und nur auf die Seiten von seinem Hersteller geht und sonst nirgendwo hin. Das wäre zum Beispiel auch so eine Filterung, die man da machen kann. Anyway, so. Und das geht erstmal gar nicht. Du musst nämlich vorher eine Liste anlegen, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also man muss erstmal eine Liste machen und da kann man eine Positivliste machen, also dass man sagt, ich sage euch nur, diese Seiten sind erlaubt. Das wäre diese Kühlschrank-Variante, eine Positivliste. Der Kühlschrank sieht nur den Server von seinem Hersteller und sonst nichts. Ne? Und dann gibt es eine Negativliste, dass man sagt, okay, ich habe eine Liste von gesperrten Internetseiten, wo man nicht drauf kann. So. Und das würde dann so aussehen, ich habe dazu schon ein Video gemacht, wie man Werbung los wird. Das sind hier 500 Seiten, die also so Werbungsserver bereitstellen, die man eben aussperren kann. Leider gehen immer nur 500 Einträge, sowohl bei den positiven als auch bei den negativen Listen. Und mehr ist halt nicht. Aber für die meiste Anwendung reicht das schon mal. So, jetzt ist es also so, die haben das jetzt neu gemacht. Die haben jetzt hier 4 so riesige Button eingeführt. Ein großer Button. Ich habe mal den Maus-Highlighter aktiviert. Also das ist ein Button, das ist ein Button und das ist ein Button. Aber es gibt noch mehr. Es gibt jetzt auch noch hier, das ist auch noch kein Button mehr, das ist jetzt ein Link. Also einmal den hier und einmal den hier. Das heißt, es gibt auf dieser Seite gibt es quasi 6 Dinge, die man anklicken kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da wird es schon spannend. Wir fangen mal da unten an. Globale Filtereinstellungen. Das war früher unten bei System beziehungsweise bei Hilfe, Infos und Support und so gab es das. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das mal war. Aber jetzt ist es hier. Und zwar geht es da um die Filter von Spezialprotokollen, die man normalerweise hier bei der Fritzbox nicht unbedingt braucht. Kann man sich mal durchlesen, was da gefiltert wird. Ich werde jetzt nicht darüber genau drauf eingehen. Ich habe ein Tutorial gemacht. Da ist das schon drin, was diese einzelnen Filter bedeuten. Für die allermeisten Anwendungen oder Anwender ist das alles so zu lassen, wie das hier standardmäßig ist. Das Einzige, was man sich überlegen kann, die Firewall kann man noch eine Stufe härter schalten. Dann antwortete sie nicht mehr auf ICMP-Nachrichten. Das ist aber eigentlich wichtig, wenn man IPv6 korrekt verwenden will. Deshalb ist hier dieser Filter in der Standardeinstellung nicht aktiv. Aber da muss man sich überlegen, also wenn man da keine Probleme mit hat, weil man da keine IPv6-Anwendungen benutzt oder da keine Probleme sieht oder hat, dann kann man das ruhig zusätzlich noch einschalten. Ist also eine gewisse Sicherheit mehr. Bei mir ist es aus, weil ich sage, ich möchte IPv6 komplett verwenden können, ohne Einschränkungen und da braucht man das. Okay. Das zu dem und dann gibt es hier die erlaubten IP-Adressen.
Jetzt könnte man denken, okay, es gibt also gesperrte Internetseiten und erlaubte Internetseiten. Es müsste also erlaubte IP-Adressen und gesperrte IP-Adressen geben, aber dem ist nicht so. Also wenn man hier drauf geht auf erlaubte IP-Adressen, dann kann man in erster Linie hier nichts einstellen. Also ich kann hier keine Liste von Adressen hinterlegen, die erlaubt sind, sondern das funktioniert komplett anders. Das muss man sich so vorstellen, wenn man ein Gerät hat, was zu der Gruppe der gesperrten Internetseiten gehört, also ein Gerät, was auf dieser Priorisierungsliste arbeitet, dann kann es sein, dass das Gerät keine konkreten Internetseiten aufruft. Das wären ja DNS-Namen. Ich gehe mal da drauf. Also das ruft nicht direkt eine konkrete Seite nach Namen auf und dann wird ein DNS aufgelöst, sondern dieses Gerät greift auf eine konkrete IP-Adresse zu. Also irgendwie, ja, wie hier die 172, 144 und so weiter, ja. Ich habe das mal hier simuliert. Ich habe extra ein Gerät in diese Gruppe genommen für euch, habe ich das mal durchsimuliert, habe das also gesperrt und das hat dann per Hand auf einzelne IP-Adressen zugegriffen. So, und jetzt kann man das auswählen und sagen, okay, diese Adresse, die darfst du trotzdem. Ja. Ich kann aber hier keine selber eintragen. Also nur wenn ein Gerät darauf zugreift, kann ich das jetzt hier quasi als Administrator erlauben. Finde ich persönlich keine gute Idee, weil ich kann jetzt nicht vorsorglich schon mal ein paar Adressen da wieder freigeben, von dem ich weiß, dass die Geräte da zugreifen wollen, sondern ich müsste quasi bei jedem Gerät oder mindestens bei einem Gerät mal darauf zugreifen und die dann hier wieder rausnehmen. Finde ich keine schöne Lösung, weil das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel. Ja? Wenn ich da irgendeine vergesse, muss das Gerät erstmal wieder darauf zugreifen, dann muss ich wieder den Haken setzen und so weiter. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Liste hier eingeben, obwohl ich die vielleicht hätte, aber geht nicht. Also es ist keine schöne Lösung, wie die das hier gemacht haben. Aber ich kann euch beruhigen, bei mir war die Liste komplett leer. Also es ist überhaupt nirgendwo der Fall gewesen. Ich musste das also echt mal per Hand hier simulieren und willentlich sowas erzeugen, damit es überhaupt passiert ist. Es geht also darum, um gesperrte Internetseiten und über den Hintereingang, dass man eine IP-Adresse eingibt und kein DNS-Namen, dann doch versucht darauf zuzugreifen, dann kann man die hier erlauben. Okay, gut. Dann gehen wir mal zu den erlaubten Internetseiten. Das funktioniert genauso. Die Liste ist bei mir leer, weil das grundsätzlich eigentlich nicht gut funktioniert. Wenn man nämlich jetzt sagt, okay, ich möchte, was weiß ich, meiner Tochter TikTok erlauben, dann würde das ja naheliegen zu sagen, okay, ich erlaube jetzt hier mal TikTok, also ich sage erlaubte Internetseiten, schreibe da tiktok.com rein oder de oder wie auch immer und erlaube das mal. Das wird nicht gut funktionieren. Also beim zweiten, dritten Klick in TikTok verlinkt er nämlich innerhalb von TikTok auf seinen Server, wo er das Login macht oder den Google-Server, wo die Credentials hinterlegt sind oder was auch immer. Da stößt man ständig an irgendwelche Grenzen, weil man eben nicht wissen kann, wie viele Seiten intern von dem TikTok-Server oder auf der HTML-Seite von TikTok können ja 1000 Links zu anderen Serveradressen sein und dann geht das wieder schief. Also leider funktioniert das so rum nicht. Ganz gut funktioniert hingegen das Sperren von einzelnen Werbeseiten. Das hat also gut funktioniert. Wenn man das wirklich explizit rauskriegen will, müsste man also einmal einen Netzwerksniffer mitlaufen lassen und dann auf TikTok gehen und alle Adressen, die er da aufruft, mal mitprotokollieren und die dann alle in die erlaubten Internetseiten reinpacken, damit das sauber funktioniert. Aber das ist so aufwendig, das macht ja kein Mensch normalerweise und der Aufwand, einmal so eine Seite durchzugehen und alle Links da zu finden, die der da benutzt und dann, was weiß ich, geht die Tochter dann doch nochmal auf den TikTok-Video-Editor und der hat dann nochmal einen anderen Link und dann ist schon wieder passiert, dass das nicht geht. Also man stößt da ständig an irgendwelche Grenzen. Leider sind solche Internetseiten inzwischen so komplex, dass man die einfach nicht mehr greifen kann, indem man einfach nur die große Domain eingibt und dann hat man es gegriffen. So funktioniert es leider nicht mehr. Okay, dann geht es hier weiter, IP-Sperrlisten. Also das ist quasi das Gegenteil von den erlaubten IP-Adressen und hier kann man tatsächlich jetzt Listen angeben. Also das war früher ganz woanders, da konnte man also sagen, also wenn der hier irgendwie auf mich zugreift, dann sperre ich den aus.
Da geht es darum, dass also man IP-Adressen hinterlegen kann, die irgendwie gefährlich sind, die bekannt sind als irgendwelche Spammer und so. Und dann kann man die hier aussperren. Also die können dann gar nicht mit der Box kommunizieren. Und man kann auch nicht mit denen kommunizieren. Also AVM, hier steht jetzt immer noch AVM, obwohl die immer noch schon Fritz heißen. Ne? Das werden sie dann irgendwann mal ändern oder auch nicht. Mal sehen, hier steht auch AVM, AVM. Also die veröffentlichen selbst Sperrlisten und diesen Haken kann man setzen und dann importiert der die Sperrliste hier. Leider kann man die nicht einsehen. Aber das ist eine Sperrliste von eben bekannten Spam-Servern und so weiter, die also nichts Gutes im Sinn haben und die sperre ich also grundsätzlich aus. Und die gilt auch global für alle Zugangsprofile. Also das ist sinnvoll, die zu setzen. Sollte man auf jeden Fall machen. So. Und zum Schluss noch Netzwerkanwendungen. Das ist eigentlich vorbei, die Zeit. Also ich weiß nicht, irgendwann gab es mal Emule, da hat man also da so Dinge runterladen können oder BitTorrent. Ja, also heute läuft das ja alles über VPN, da braucht man das nicht mehr, dass man daher konkrete Dienste freigibt. Also MS Desktop habe ich noch eine Weile freigegeben gehabt, inzwischen brauche ich das auch nicht mehr. Also hier sind halt spezielle Anwendungen, die man dann konkret freigeben kann. Also zum Beispiel beim Mailen wäre das jetzt hier die Ports, die für Mail nötig sind, gesicherte Ports und die offenen Ports. Das sind also alles bekannte Ports, die für das Mailen nötig sind. Also das hat noch gewissen Sinn. Da kann man also einem Dienst quasi eine Freigabe erteilen. Also alles, was mit Mail zu tun hat über diese Ports, geht dann durch. Kann man also einem Gerät das zuweisen, dass du sagst, okay, der darf mailen oder eben surfen. Aber das Surfen ist auch nur Port 80443, 8080 und nochmal 443 über UDP. Also, ja, kann man versuchen, wenn man da sagen will, okay, also das ist, was weiß ich, keine Ahnung, so ein freies Tablet, was da rumliegt und das jeder benutzen kann oder so. Ich weiß nicht, ob das im Privatbereich überhaupt einen Sinn macht, sowas zu machen. Aber daher kommt das, dass man sagt, okay, das ist quasi so ein Gerät, was nur zum Surfen gedacht ist oder nur zum Mailen. Und alles andere ist lange her, dass das gebraucht wurde. Gut, das ist hier noch hinterlegt. Da kann man dann auch, hier kann man auch zusätzliche Netzwerkanwendungen hinzufügen. Also wenn man wirklich irgendwas hat, keine Ahnung, man hat eine Waschmaschine, die redet über irgendeinen Port mit dem Handy und das will man auch von unterwegs aus machen und kennt die Ports und kennt die Dienste, die da laufen, dann kann man das hier konkret neu anlegen und freigeben. Für sowas ist das gedacht und dann gibt man eben der Waschmaschine nichts frei, außer dieser Netzwerkanwendung. Könnte man so machen. Dazu ist das gedacht. So, das waren jetzt die 6 Punkte, die es da gibt. Wie gesagt, Priorisierung habe ich schon besprochen. Dann Tickets für Online-Zeit. Da geht es dabei darum, noch zum Abschluss, wenn man also ein Gerät gesperrt hat und das erreicht seine Sperrgrenze, das kann zum Beispiel sein, weil das zeitlich gesperrt ist oder weil das aus irgendeinem Kontingent gesperrt ist oder so. Dann kann der auf die Fritzbox-Seite gehen, also http://fritz.box. Und dort wird er dann gefragt, du bist gesperrt, hast du eine Ticketnummer? Und dann kann der eine dieser Nummern hier eingeben und dann wird der für weitere 45 Minuten freigegeben. Sowas gibt es bei Kaffeehäusern oder, weiß ich nicht, Hotels oder so. Da kann man das also für die Gäste freigeben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber da liegen dann die Nummern auf dem Tisch oder diese Zettelchen kann man dann bei der Kasse holen und dann kann man da weiter surfen. Normalerweise sind die eigentlich ganz frei, aber wenn man das so machen will, dass man immer nur Kontingente hat, kann man das hierüber klären. Und hier kann man mit dem Knopf eine neue Liste generieren und man kann die sogar ausdrucken, das ist ganz schick. Dann kann man die also, wie gesagt, auch austeilen oder so Zettelchen generieren, dass man die also für jeden da einen Zettel gibt, der da einen Kaffee gekauft hat. Ja, dazu ist das gedacht und so funktioniert das. Das funktioniert auch nur bei Geräten, die also in der Sperre drin sind, ja. Wenn ich jetzt normal ein offenes Gerät habe und auf http://fritz.box gehe, komme ich natürlich auf die Fritzbox-Oberfläche, ja, das ist ja klar. Da komme ich nicht auf die Sperrliste. Also die Fritzbox erkennt, das ist ein Gerät, was gesperrt ist und was hier in dieser Liste drin steht. Und jetzt fragt er nicht, wie ist das Login, sondern der fragt, hast du die Ticketnummer? So funktioniert das. So, also wenn man jetzt die Liste angelegt hat, dann kann man endlich zur Kindersicherung gehen und da entweder Geräten
das zuteilen, oder man legt ein ganz neues Profil an. Also, es gibt das Standardprofil, das Gastprofil und das Unbeschränkt-Profil. An denen kann man gar nichts groß ändern, außer dem Namen, ja. Und dann habe ich hier ein Profil angelegt, CleanNet habe ich das genannt, das habe ich also selber gemacht. Das ist also dieses Profil, bei dem ich eine Sperrliste mit den ganzen Werbungsservern hinterlegt habe. Hier sind mehrere Rechner hinterlegt, für die das jetzt gilt, ja. Und wenn man jetzt ein neues Profil anlegen will, da kann man hier oben Neues Profil klicken. Ich kann das ja mal machen. Also, da könnt ihr mal sehen, was es da alles gibt. Ich nenne das mal Test. Also einmal kann man das Profil einschränken in der Zeit, dass man sagt, okay, gesurft wird nur von dann und dann. Oder gesperrt wird von dann und dann. Also das kann man negativ und positiv machen. Du kannst also sagen, nur dienstags wird gesurft, so rum, nur dienstags wird gesurft. Du kannst aber auch sagen, Dienstag wird nicht gesurft, dann ist das weiß, ja. So, dann gibt es ein Zeitbudget, da kannst du sagen, so und so viele Minuten sind das. Oder ein täglich individuelles Budget. Oder ein gemeinsames Budget. Also es wird dann schon ganz schön verrückt, ja. Die sich das teilen können. Wenn du sagst, okay, die Tochter, die hat für ihr Tablet, ihren Laptop, ihr Handy, was weiß ich, und ihre Smartwatch, hat sie ein Budget. Und dann packst du alle 4 Geräte in dieses gemeinsame Budget rein. Das heißt, die kann nicht mit ihrem Tablet surfen, bis es leer ist und dann auf ihrer Uhr weitermachen oder auf ihrem Handy oder so, sondern es ist dann alles zusammen. Es geht alles, ja. Also sie haben schon sehr viel gebaut. Dasselbe gibt es nur nochmal für den Gastzugang. Da kannst du den Gastzugang nochmal aussperren. Ja, oder filtern, ja. Dann hinterlegt man zu diesem Profil, also das mal da oben jetzt hier haben wir als Test genannt, da hinterlegt man dann die Filter, die man oben bei Filter eingestellt hat. Also da kann man dann entweder Seiten sperren oder wie gesagt zulassen. Zusätzlich kann man noch jugendgefährdende Internetseiten sperren. Das ist eine öffentlich zugängliche Filterseite, die dazu gelinkt wird. Da kann man nochmal hingehen und sich das genauer angucken, wenn man das möchte. Und umgekehrt, hier kann man bestimmte Internetseiten zulassen. Das ist, wie gesagt, das Rückwärtige, was nicht so gut funktioniert. Hier kommen wir wieder zu den erlaubten IP-Adressen. Das habe ich schon erzählt, wie das geht. Und dann Internetfilter für Netzwerkanwendungen. Das ist das, was ich eben besprochen habe, dass man eben bestimmte Anwendungen da aussucht aus der Liste der Anwendungen. Ja, dann würde man übernehmen, klicken und dann hat man ein neues Profil angelegt. Aber ich verwerfe das jetzt mal. Und wenn man das dann angelegt hat, dann kann man diesem Profil hier einzelne Rechner zuweisen, also einzelne Netzwerkgeräte zuweisen. So funktioniert das. Und jetzt noch was, wenn ihr so ein Profil löschen wollt. Ich wollte ein Profil löschen, ich habe eins angelegt. Ich mache es jetzt nochmal. Ich lege mal dieses Testprofil an, dann zeige ich euch das mal. Also das ist so ein Zeitplanbudget, das hat hier irgendwas. So, jetzt legen wir das tatsächlich mal an. Und jetzt wollen wir das löschen. Ja. Phänomenal. Hier gibt es nirgendwo einen Knopf, das zu löschen. Nichts, ja. Man kann hier Geräte übernehmen, man kann das editieren. Ja. Aber ich habe es gefunden. Also wenn man da ganz runter geht, kommt jetzt, nachdem man das angelegt hat. Vorhin war der Button noch nicht da. Aber wenn man es anlegt und dann nochmal da ins Editieren reingeht, dann gibt es in dem Profil drin diesen Punkt. Löschen. Okay? Also wer das gesucht hat, ne, da kann man eine Weile suchen. Hier ist es, ich verrate es euch. Ihr müsst in das Profil reingehen und dann auf Löschen klicken. Ja, ich will es löschen. Daran kann man auch sehen, dass zum Beispiel dieses Gastprofil hier, das ist keins, was ich angelegt habe, sondern das gibt es immer, hier gibt es keinen Löschen-Button. Ja, das kommt also direkt von AVM. Man kann es zwar umbenennen, aber es gibt keine Möglichkeit, das loszuwerden. Ja, das sind halt alle Gastgeräte, die man nicht konkret noch zugewiesen hat. Und unbeschränkt ist genauso, ist auch ein Profil, was man nicht löschen kann. Also die 3 sind sowieso immer da. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ansonsten viel Spaß im Netz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.